Mein Name ist Hella Rabetke, so hieß ich auch damals. Jetzt ist Bindestrich Schiller dazugekommen. Ich habe damals in München studiert und war da auf dieser Sprachen- und Dolmetscherschule. Und da hatte sich schnell herumgesprochen, also schon 1971, sehr früh, dass man sich bewerben konnte als Hostess für die Olympischen Spiele. Die Bewerbung war schon ziemlich schwierig. Man musste also beweisen, dass man sich benehmen konnte. Es ging natürlich auch ums Aussehen. Man musste ein Foto mitbringen, beziehungsweise bei der Bewerbung schon mit einreichen. Und ich hatte einen sehr guten Fotografen erwischt. Dieses Foto verhalf mir dazu, dass ich zu der Gruppe gehörte der allerersten Hostessen, die der Presse vorgestellt wurden, als deutsches Prototyp für junge Damen. Man wollte sich eben auch sehr international zeigen, das war ja ohnehin eine Maßgabe also für die Olympischen Spiele. Das hieß, dass man also auch bei dieser Vorstellung der allerersten Hostessen junge Damen aus verschiedenen Erdteilen auch dabei hatte. Und das war eben mein erster, ich nenne es mal Pressetermin. Und es folgten danach also viele Jobs schon ab 1971. Das war, glaube ich, im April gewesen, Juni, bekam ich relativ viele Jobs von dem Organisationskomitee, von dem Hostessenreferat dort. Und das half mir als Studentin, die ja generell immer knapp sind, verhalf mir das dann zu einem etwas erhöhten oder höheren Budget, was mir das Leben in der Stadt München dann auch etwas angenehmer machte. Wir hatten ganz viele Vorträge. Es war also so eine Art Ausbildung und es ging eben auch ganz stark um eine Form von politischer Schulung, historischer Schulung, dass man also sehr darauf geachtet wurde, dass man eigentlich diese Nazi-Zeit möglichst ausblenden sollte. Ich war eigentlich noch zu jung, um Chefhostess zu werden. Und dann hat man mich aber wohl trotzdem, weil man mich ganz gut kannte von meinen ganzen Jobs, die vorher waren, hatte man mich dann doch auserkoren als Chefhostess für die Betreuung des IOCs. Und ich hatte noch 2 Kolleginnen, da waren wir also zu dritt. Und wir hatten dann 15 Hostessen, die wir einteilen konnten. Ja, wobei die IOC-Mitglieder eben als ganz besondere Gruppe bei Olympischen Spielen bekamen jeder zugeordnet noch einen Ehrenbegleiter. Das kam also noch dazu zu dieser Betreuung von Hostessen. Von den Spielen selber habe ich ja sehr wenig mitgekriegt, weil mein Arbeitsplatz war ja das Hotel 4 Jahreszeiten. Wir hatten so einen Infostand ganz vorne und da kamen dann immer so alle Anfragen an und Aufgaben. Wir waren auch einfach viel zu euphorisiert und waren dann also meistens von morgens bis abends da, um auch alles mitzukriegen, was da so abging. Wir waren also zum Beispiel auch zuständig für die Verteilung von Geschenken an die IOC-Mitglieder. Also so bekamen wir mit so im Kleinen, wie man sich also Gefälligkeiten besorgen wollte, nenne ich es mal so. Und ja, dieser Geist, glaube ich, der wird heute auch noch herrschen. Also für mich war es einfach auch dieses Gefühl, Gastgeberin zu sein. Zu werben für dieses München, was ich damals sehr mochte, oder ich mag es ja immer noch. Ja, Gastgeberin zu sein. Und also für Feministen heute, es war ja furchtbar, wie man sich damals fühlte und wie die Frau als solche wahrgenommen wurde. Und das Wichtigste waren natürlich die Männer im IOC. Es gab, glaube ich, gar keine einzige Frau als IOC-Mitglied. Für mich ist das nach wie vor eine tolle Erfahrung gewesen in meinem jungen Leben und auch so mit allen einzelnen Dingen, an die ich mich dann nur so manchmal wieder erinnere, die so kommen. Aber es ist eine Geschichte in sich abgeschlossen.